Hallo meine lieben Freunde, heute wieder eine Folge von Michael Grant Klartext. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich mich mehr mit zeitgeschichtlichen Themen befasse. Das werde ich auch gerne tun. Und ihr wisst, dass ich in meinen Büchern aufdecke, wie der Zweite Weltkrieg überhaupt entstanden ist und wer die Auslöser waren. Und genauso wie ist der Zweite Weltkrieg verlaufen, all das, was man euch verschweigt. Heute möchte ich auf die verschwiegenen Hilfen von Stalin eingehen, die er an Hitler gemacht hat. Es ist allgemein klar und viele werden mir schreiben, ja klar, wir wissen alles, ist alles schon bekannt. Aber es ist eben nicht alles bekannt. Es ist zwar bekannt, dass Stalin Hitler geholfen hat, aber nicht in welchem Ausmaß. Und ich nehme es vorab, es ist auch nicht bekannt und wird nicht publiziert, dass Stalin indirekt über Deutschland und durch Deutschland Krieg gegen die Engländer geführt hat. Das habt ihr noch nie gehört. Da bin ich fest davon überzeugt, dass Stalin gegen England Krieg geführt hat mit Hilfe der Deutschen. Aber eins nach dem anderen. Durch den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt gab Deutschland Stalin, was er wollte. Man verzichtete auf sämtliche Ansprüche bezüglich Estland, Lettland, Litauen sowie Weißrussland. Und die Sowjets versprachen im Gegenzug, Deutschland nicht anzugreifen. Hitler dachte, damit würde sich das Problem eines Zwei-Fronten-Krieges nicht mehr stellen. Durch das weitgehend reibungslose Zusammenwirken zwischen der Roten Armee und der Wehrmacht wurden auch die Dauer des polnischen Feldzuges, die deutschen Verluste an Menschenleben und der Verbrauch von Munition und Kraftstoff reduziert. Die Zusammenarbeit, ich wiederhole, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Sowjetunion offenbarte sich in vielfacher Hinsicht, sodass von einer Neutralität in keiner Weise gesprochen werden konnte, also von einer sowjetischen Neutralität. Man muss die Sowjetunion als mit Hitler verbündete Militärmacht sehen. Hier ein paar Beispiele, die ich zusammengetragen habe, während und nach dem Polenfeldzug, die natürlich nicht in den Geschichts- und Schulbüchern erwähnt werden. Beginnen wir. Stalin versicherte dem deutschen Außenminister Ribbentrop am 28. September 1939, dass die Sowjetunion es nicht zulassen würde, dass man Deutschland erstickt und die Sowjetunion an einem starken Deutschland interessiert sei und es nicht erlauben werde, dass es niedergeworfen werde. Die Sowjetunion gaben dem Aufmarsch ihrer Truppen an der sowjetisch-polnischen Grenze bereits Ende August 1939, also noch vor dem Einmarsch deutscher Truppen, bekannt. Hierbei sollte die polnische Armee verunsichert werden, sodass sie nicht die gesamte Stärke den deutschen Truppen entgegenwerfen konnte, sondern auch noch ihre Ostflanke schützen konnte. Das heißt, Polen und Deutschland haben Feldzüge gegen Polen geführt. Die Sowjetunion und Deutschland haben Feldzüge gegen Polen geführt und nicht nur Deutschland alleine. Das wird auf jeden Fall manchmal auch vergessen. Die Truppen des ukrainischen und belarussischen Sonderwehrbezirks wurden in erhöhte Gefechtsbereitschaft versetzt und ebenfalls an die polnisch-sowjetische Grenze verlegt. Ab 1. September 1939 wurde der Sender der Stadt Minsk als Funkfeuer für deutsche Flugzeuge, die über polnischem Territorium Gefechtsaufgaben erfüllten, eingesetzt. In sowjetischen Zeitungen gab es eine vielfältige antipolnische Propaganda, Nachdrucke der Reden von Hitler und Meldungen des Oberkommandos der Wehrmacht. Das Oberkommando der Wehrmacht informierte die militärische Führung der Sowjets detailliert über die Stärke und Stationierung der polnischen Truppen in jenen Gebieten, auf die der geplante sowjetische Angriff zielte. Die Sowjets wiederum boten den Deutschen Waffenhilfe beim örtlichen polnischen Widerstand an. Gemeinsam rückten deutsche und sowjetische Verbände gegen polnische Einheiten bei Krupchow vor. Die deutsche militärische Führung wandte sich mit der Bitte an das Oberkommando der Roten Armee, deutsche Truppen über die nach dem Feldzug neu geschaffene Staatsgrenze zwischen der UdSSR und Deutschland marschieren zu lassen.
Dies wurde am 6. Oktober 1939 genehmigt. Somit konnten deutsche Truppen bis zum 20. Oktober 1939 auf einem kürzeren Weg nach Deutschland zurückverlegt werden, um möglichst schnell im Westen aufzumarschieren. Verwundeten oder erkrankten deutschen Soldaten, die sich im Gebiet der Roten Armee befanden, wurde die nötige Hilfe gewährt. Sie kamen beispielsweise in Lazarette nach Lemberg, Kiew oder mehreren anderen Städten in der UdSSR. Mit Zustimmung der sowjetischen Führung konnte die deutsche Kriegsmarine die Nutzung des Hafen Murmansk erwirken. Güter wurden dann mit der Bahn nach Leningrad befördert und dort weiter in das Deutsche Reich verschifft. 18 deutsche Schiffe hatten bis zum 18. September 1939 in Murmansk Zuflucht vor der britischen Marine gefunden. Die Schiffe mit 1847 Mann Besatzung wurden von der Sowjetunion dann an Deutschland übergeben. Als die Schiffe nach Auffüllung der Treibstoffvorräte Murmansk verließen, wurden die ebenfalls dort liegenden Schiffe anderer Staaten von den Sowjets zurückgehalten, damit sie den Deutschen nicht folgen und deren Lage an englische Kriegsschiffe verraten konnten. Die sowjetische Führung stimmte zu, ein deutsches Handelsschiff zu einem Hilfskriegsschiff umzurüsten, genauso wie es die Briten mit ihren zivilen Schiffen taten. Die deutsche Kriegsmarine legte eine Wunschliste in Moskau vor: Versorgung von Kreuzern, U-Booten mit Hilfsschiffen, mit Proviant und Brennstoffen in sowjetischen Häfen, Reparatur- und Wiederaufbauarbeiten in sowjetischen Werften, Entsendung sowjetischer Tank- und Frachtschiffe zur Auffüllung der Treibstoff- und Proviantvorräte deutscher Kreuzer und U-Boote auf hoher See zur Verlängerung ihres Aufenthalts. Fregatten-Captain Norbert von Baumbach, seines Zeichens Marineattaché in Moskau, meinte dazu, ich zitiere: Dieses Programm schien mir für das zwischen der Sowjetunion und Deutschland bestehende Vertragsverhältnis, nicht Angriffspakt, zu weit zu gehen und setzte eigentlich gemeinschaftliche Kriegsführung zweier verbündeten Staaten voraus. Zitat Ende. Die maritime Strategie der Sowjetunion und dem Deutschen Reich war gegen England gerichtet. Also die UdSSR hat alles getan, um gegen England zu sein und hat den Deutschen geholfen. Wo lest ihr das? Als Beispiel möchte ich den Stützpunkt Nord oder Basis Nord anführen. Dieser Stützpunkt lag auf der Halbinsel Kola. Dort wurde der deutschen Kriegsmarine von der Sowjetunion die Bucht Sapantnia Lissa zur Verfügung gestellt. Deutsche Kriegsschiffe aller Typen konnten ungestört in diese Bucht einlaufen, denn die sowjetische Führung hielt Murmansk als für diesen Zweck nicht isoliert genug, weil dessen Nutzung aus Sicht des Kremls einen ausgesprochenen militanten Akt dargestellt hätte. Um die Vorgänge auf der Kola-Insel geheim zu halten, befahl die sowjetische Führung, deren Zugang für alle sonstigen Schiffe zu sperren. Dieser deutsche Seestützpunkt in der Sowjetunion war für die deutsche Seekriegsstrategie von großem Wert. Verschwiegen wird also, zwischen der UdSSR und Deutschland gab es eine gemeinschaftliche Kriegsführung. Die Sowjetunion erklärte sich zur Aufrüstung von weiteren deutschen Hilfskreuzern bereit. Man strebte auch rüstungswirtschaftliche Zusammenarbeit an. Iwan Tevosyan, der Leiter der sowjetischen Verhandlungsdelegation in Berlin, betonte dann auch den besonderen Charakter der sowjetisch-deutschen Zusammenarbeit, denn seine Regierung wäre nicht bereit gewesen, in ein x-beliebiges Land in solchen Mengen solche Arten von Rohstoffen zu liefern. Die Rohstoffe stammten nicht alle aus der Sowjetunion, sondern auch aus Drittländern, die Krieg gegen Deutschland führten und nun über die Sowjetunion unwissentlich die deutsche Rüstungsproduktion unterstützen. Dies betraf vor allem Kautschuk und einige Metalle. Die Sowjetunion schloss mit den Briten einen Vertrag ab, der die sowjetische Lieferung von Holz an die Briten und im Gegenzug die Lieferung von Kautschuk und Zink an die Sowjetunion vorsah. Ein beträchtlicher Teil davon wurde aber nach Deutschland exportiert und das sogar noch auf sowjetischen Schiffen, weil die deutsche Seekriegsleitung Sorge hatte, dass deutsche Schiffe von den Briten versenkt werden würden. Die
Sowjetunion lieferte also Rohstoffe an das deutsche Militär, die sie von Staaten importierte, die gegen das Deutsche Reich Krieg führten. Die Sowjetunion wurde einer der wichtigsten Lieferanten von Rohstoffen und Nahrungsgütern. Am 17. Oktober 1939 erschien in der russischen Izvestia ein langer Artikel, der zudem Zusicherungen zur Versorgung Deutschlands mit Rohstoffen enthielt. Dies war die sowjetische Antwort auf die britischen Noten vom 6. und 11. September 1939, mit denen Großbritannien die Seeblockade Deutschlands eröffnet hatte. Wie intensiv die Zusammenarbeit der beiden Kriegsverbündeten Sowjetunion und Deutschland waren, belegen folgende Zahlen. In den ersten 4 Monaten der Zusammenarbeit traf sich Botschafter von der Schulenburg 59, ich wiederhole 59 Mal mit Vertretern der sowjetischen Führung, darunter 4 Mal mit Stalin und Molotow gemeinsam und 44 Mal mit Molotow allein. Ich frage, verhält sich so ein neutraler Staat? Nein, so verhält sich nur ein Verbündeter. Ich habe Beispiele dazu angeführt, wie die UdSSR Hitler unterstützte, obwohl sie nach außen hin als neutral galt. Was sagt das Völkerrecht zur Neutralität? Dort wird sie definiert als Haltung der Unparteilichkeit, die die Verpflichtung umfasst, sich der aktiven wie auch passiven Unterstützung eines kriegsführenden Landes zu enthalten. Tabuisiert wird also, die UdSSR unterstützte nicht nur Deutschland, sondern griff einen mit ihr verbündeten Staat Polen ohne Kriegserklärung an. Damit erlangte die Sowjetunion einen Status einer kriegsführenden Partei. Ich habe damit bewiesen, dass die offiziell deklarierte Neutralität der UdSSR de facto nicht bestand. Tabuisiert wird auch, die UdSSR war in den Jahren 1939-1940 ein mit Deutschland verbündeter Staat und führte, und das ist jetzt wichtig, weil das nirgendwo so erwähnt wird, und führte gemeinschaftlich Krieg gegen Polen und auch wenn kaschiert gegen England. Ich wiederhole, die Sowjetunion führte auch wenn kaschiert gegen England Krieg. Und das lest ihr natürlich in keinem Buch. Alle Hintergründe, alle Dokumente sind in meinem Buch Adolf Hitler eine Korrektur in den Bänden 3 und 4 aufgeführt. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal an mein neues Buch erinnern. Deutschland muss vernichtet werden. Alleine schon das Titelbild ist provokativ. Angela Merkel mit Stalin, Churchill und Roosevelt. In diesem Buch geht es an dem Millionenmassenmord an unserem deutschen Volk 1914 bis heute. Also bis heute heißt die Zersetzung des deutschen Volkes. Ich weiß nicht, wie lange es dieses Buch geben wird, aber ich empfehle euch, es vorzubestellen. Ein nicht erschienenes Buch kann man nicht verbieten, aber ein erschienenes, wenn ihr es vorbestellt, bekommt ihr es auch geliefert. Der Link ist unten angegeben. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Auf meiner dazugehörigen Website seht ihr dann auch den Inhalt des Buches aufgeführt und alle weiteren Informationen dazu. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.